Stricken, ein Luxushobby oder doch ein bezahlbares Hobby, das sich jede leisten kann. Willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit 20 Jahren. Deswegen habe ich ein bisschen Erfahrung mit meinen Finanzen beim Stricken und möchte in diesem Video mit euch besprechen, ob es ein Hobby ist, nur für Menschen mit einem größeren Geldbeutel oder ob auch Menschen mit ein wenig kleineren finanziellen Mitteln sich dieses wunderschöne Hobby leisten können. In diesem Video möchte ich also allgemein auf die Kosten von diesem Hobby eingehen, wenn ihr euch entscheidet, mit Stricken anzufangen, und auch einen Kassensturz mit euch machen. Das heißt, ich zeige euch meine finanzielle Aufstellung, denn seitdem ich Designs mache und auch auf Ravelry und auf meiner Website verkaufe, habe ich eine kleine Einnahmen- und Ausgabentabelle und die möchte ich dann mit euch durchgehen, damit ihr dann wirklich einen genauen Eindruck bekommt und zu dem, was ich sage, dann auch Zahlen dazukommen und ich meine Aussagen mit Zahlen untermauern kann. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich finde es wichtig, über Geld und Finanzen zu sprechen und dieses Thema nicht zu tabuisieren. Trotzdem weiß ich jetzt nicht alles. Meine Erfahrung ist anders als deine Erfahrung. Deswegen korrigiere mich gerne und schreib in die Kommentare, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder für dich eben andere Faktoren eine größere Rolle spielen und die Dinge, die ich nenne, vielleicht eher eine kleinere Rolle spielen. Lass uns in das Video einsteigen. Viel Spaß! Auf YouTube sieht man regelmäßig Strickerinnen, die zum Teil auch wöchentlich ihre neuen Einkäufe und ihre neue Wolle zeigen. Das kann ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass Stricken ein teures Hobby ist und man sich jede Woche neue Wolle kaufen muss oder kauft, damit man auch immer genug zum Stricken hat. Das häuft sich natürlich und man bekommt den Eindruck, dass es ein teures Hobby ist. Obendrauf gibt es noch den Trend zu Wollfestivals. Ich finde Wollfestivals super, sind eine tolle Gelegenheit, um soziale Kontakte zu knüpfen und auch um außergewöhnliche Garne zu kaufen, die man vielleicht nicht in seinem Stammwollgeschäft findet. Trotzdem ist ein Wollfestival auch einfach nur eine Messe auf der einen Seite, wo man eben sehr viel Geld ausgeben kann, und es empfiehlt sich da auf jeden Fall, mit einem Budget hinzugehen, damit man nicht mehr ausgibt, als man möchte oder als man kann oder hat und dann später vielleicht es ein bisschen bereut, weil man doch für was anderes das Geld gebraucht hätte. Insgesamt finde ich Wollfestivals super. Mir geht es hier auch nicht darum, bestimmte Personen anzugreifen, und ich finde es auch toll, dass die Branche wächst und dass es Wollfestivals gibt. Vor allem Anfängerinnen, die auf YouTube auf einen Strickpodcast stoßen und dann anfangen, in diese Welt einzutauchen und sich da durchzuklicken, kann eben dieser Eindruck entstehen, dass Strickerinnen, die auf YouTube Videos machen, sich jede Woche neue Wolle kaufen. Und das kann Anfängerinnen dann schon verwirren und eine Hürde vielleicht darstellen, überhaupt dieses Hobby in Betracht zu ziehen, weil man vielleicht den Eindruck bekommt oder selber auch generiert, dass es eben ein teures Hobby ist, für das ich jede Woche 50 oder 100 Euro ausgeben muss, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Ich gehöre jedenfalls nicht zu den Strickerinnen, die sich jede Woche neue Wolle kaufen. Auf meinem Channel seht ihr eher selten neue Wolle, weil ich einfach nicht gerne einen großen Vorrat habe. Ich habe aktuell, ich glaube, Wolle für 5 oder 6 Projekte und das könnte dieses Jahr reichen oder vielleicht mehr oder weniger knapp werden. Aber ich finde es super stressig, einen großen Vorrat zu haben. Ich kann gar nicht so schnell stricken. Viele sagen auch, Wolle kaufen und Wolle stricken sind zwei verschiedene Hobbys. Wolle kaufen geht auf jeden Fall schneller als stricken und deswegen stresst es mich persönlich, einen großen Vorrat zu haben. Deswegen versuche ich eher, den klein zu halten, und ich habe auch gar nicht das Budget, um mir jeden Monat für 100 Euro Wolle zu kaufen. Außerdem kann es ja auch sein, dass ich Wolle kaufe und sie dann aber erst 2 Jahre später verstricke, aber habe ich 2 Jahre später dann immer noch denselben Geschmack. Es kann sein, dass mir 2 Jahre später dieses Garn, diese Farben oder was auch immer mir gar nicht mehr gefällt. Deswegen finde ich das auch ein bisschen ein Risiko, wenn man ja oft was kauft, aber das gar nicht so schnell nachstricken kann.
Beim Wolle kaufen achte ich auch lieber auf Qualität statt auf Quantität. Ich habe noch nie mit 100% Acrylwolle gekauft und ich möchte jetzt auch niemanden kritisieren oder dass sich jemand angegriffen fühlt, weil ich sage, ich habe noch nie mit 100% Acrylwolle gestrickt. Ich weiß nämlich, dass es da so ein bisschen Polemik gibt. Acrylwolle hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, beziehungsweise Acrylgarn, denn streng genommen ist es auch keine Wolle. Es ist auf jeden Fall ein nützliches Garn für bestimmte Projekte, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Hundepullover stricken möchte oder einfach etwas, was sehr viel Gebrauch ausgesetzt ist und ja nicht besonders sanft behandelt wird, dann ist Acrylgarn sicherlich sinnvoll. Aber ich bin sehr froh, dass sowohl meine Stricklehrerin als auch meine Mutter schon darauf geachtet haben, dass ich mit etwas schönerem Garn stricke. Es waren zum Teil auch Zusammensetzungen am Anfang, vielleicht auch zum Beispiel Sockengarn hat ja auch ein Teil von Kunstfaser drin, um die Socken resistenter zu machen, aber mittlerweile gibt es ja auch Alternativen, dass man eben kein Socken mit Kunstfaser kauft, sondern andere Naturfasern, die auch das Garn resistenter machen. Aber ich möchte jetzt hier nicht ausschweifen. Auf jeden Fall hatte ich da schon sehr gute Unterstützerin, also meine Stricklehrerin und meine Mutter, die schon darauf geachtet haben, dass ich mit etwas schönerem Garn stricke, denn mit schönerem Garn zu stricken macht einfach mehr Spaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann bei diesem Hobby auch dabei bleibt, ist dann auch größer. Ich kaufe lieber weniger Garn, aber gebe dafür dann ein bisschen mehr Geld aus, als dass ich ganz, ganz viel habe, aber mir eben ja qualitativ nicht so hochwertiges Garn kaufe. Als ich mit Stricken angefangen habe, gab es auch noch nicht so krasse Luxusgarne, wie es sie heutzutage gibt. Heutzutage findet man wirklich die unglaublichsten, traumhaft schönsten Garne, die extrem luxuriös sind mit unglaublich ausgefallenen und seltenen Fasern und auch sehr schöne ausgefallene Färbungen. Das gab es, als ich angefangen habe zu stricken, auch gar nicht in dem Ausmaß. Deswegen würde ich sagen, dass wir heutzutage auf jeden Fall sehr verwöhnt sind und die Möglichkeit besteht und auch das Angebot da ist, eher auf Qualität als auf Quantität zu setzen und auch dadurch mehr Spaß beim Stricken zu haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Anfängerinnen wieder aufgegeben haben, weil sie sich vielleicht auf dem Flohmarkt Acrylgarn gekauft haben und mit Plastiknadeln versucht haben, Stricken anzufangen. Ich glaube, in keinem Wollgeschäft würde man das empfohlen bekommen. Schaut euch gerne mein Video an, Wolleshops in Berlin. Ich habe nämlich eine Tour gemacht durch alle Wolleshops in Berlin und ich bin mir sicher, keine dieser Wollgeschäftinhaberinnen hätte oder empfiehlt überhaupt seinen Kundinnen, ihren Kundinnen Acrylgarn, und Plastiknadeln haben die, glaube ich, sowieso alle nicht im Sortiment und ich kann das auch aus Erfahrung sagen, weil ich in 3 Wollgeschäften gearbeitet habe. Das ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee, zu sagen, ich werde so billig wie möglich einsteigen und mir Plastiknadeln und Plastikwolle kaufen, denn Plastikwolle auf Plastiknadeln rutscht einfach nicht, das heißt, die Maschen bleiben die ganze Zeit stecken und es macht überhaupt gar keinen Spaß. Das Endresultat wird dann mehr aussehen wie so ein Putzlappen und dann kann man ganz schnell enttäuscht sein von dem Hobby und gar nicht wissen, was für wunderbare Möglichkeiten man verpasst. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, ein bisschen zu investieren und nicht das Billigste zu kaufen, sondern vielleicht irgendwie einen Mittelweg zu finden, dass man nicht zu viel Geld in einem Moment ausgibt und das für einen selbst verträglich ist für den Geldbeutel, aber trotzdem etwas Schönes am Ende hat, das einen auch motiviert weiterzumachen. Als ich angefangen habe zu stricken, habe ich mir auch kein teures Nadelset sofort zugelegt, sondern ich habe auch mit ganz simplen Standard-Metallnadeln angefangen, die meine Mutter wahrscheinlich auf dem Flohmarkt gekauft hat. Damals waren auch die Kabel der Rundstricknadeln aus so etwas härterem Plastik und auch nicht so hochtechnologisch und gut wie heutzutage. Und Metallnadeln rutschen gut, sind nicht so teuer und sie sind haltbar. Es sind auf jeden Fall funktionale Nadeln, würde ich sagen, die auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt sind für Anfängerinnen und in den meisten Fällen nicht so teuer. Oft findet man auch manchmal eine ganze Packung, einen ganzen Korb mit gebrauchten Nadeln auf dem Flohmarkt. So habe ich auf jeden Fall angefangen und es war eine nicht so hohe Einstiegshürde. Als ich angefangen habe zu stricken, gab es diese Holznadeltechnologie von Knit Pro zum Beispiel überhaupt gar nicht. Die ist erst viel später gekommen. Schreibt gerne in die Kommentare, mit welchen Nadeln ihr strickt. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Nadelhersteller. Ich bin
bei Knit Pro einfach geblieben, weil ich mir dann, als es dieses Set dann gab, ich glaube, da war ich vielleicht 20 oder so, und dann habe ich auch in einem Wollladen gearbeitet, da habe ich mir dieses Nadelset dann auch mit Rabatt gekauft. Ich weiß nicht mehr, ob im Wollladen oder doch im Internet. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar Jahre gestrickt, als ich mir dieses Nadelset gekauft habe. Und dazwischen, das heißt zwischen den Metallnadeln und dem Holznadelset aus Rosen-Symphonieholz heißt es oder so, von Knit Pro mit den austauschbaren Nadelspitzen. Und dann habe ich mir auch das Set mit den Nadelspielen gekauft, weil ich das einfach sehr viel benutzt habe. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, war Stricken auch für mich schon ein sehr wichtiges Hobby und eine zentrale Sache in meinem Leben, sodass es für mich auch einfach logisch war, mir so ein Set zu kaufen und da zu investieren, weil es dann viel günstiger ist. Wenn man sich alle Nadeln kauft, kommt es günstiger am Ende. Am Ende ist es günstiger, wie wenn man sich jedes Mal, wenn man ein neues Projekt strickt, dann die passende Nadel dazu kauft. Das wird dann im Endeffekt teurer. Aber wie gesagt, das habe ich auch erst nach ein paar Jahren Strickerfahrung gemacht. Und was ich eben noch sagen wollte, ist, dass ich zwischen den Metallnadeln und den Stricknadeln von Knit Pro, den Holzstricknadeln von Knit Pro, auch ein paar Bambusnadeln gekauft hatte und mit denen gestrickt habe, die ich auch empfehlen kann, die auch nicht super teuer sind und sich sehr angenehm anfühlen in den Fingern. Ich stricke nicht so gerne mit Metallnadeln, weil ich die eben etwas kalt finde und ziemlich hart, und ich finde Holz einfach angenehmer in den Fingern. Das ist aber wirklich eine persönliche Geschmackssache, die man ausprobieren muss mit der Zeit, was man am liebsten mag. Und ja, das sind eben verschiedene Optionen, wie man bei Nadeln sich so nach und nach ausstatten kann, ohne zu viel Geld auszugeben. Und wenn man dann wirklich sich sicher ist, das ist ein Hobby für mich, das möchte ich längerfristig machen und ich möchte mir nicht jede Woche neue Nadeln kaufen für mein neues Projekt oder jeden Monat für mein neues Projekt neue Nadeln kaufen, dann holt euch einfach so ein Nadelset. Mein Nadelset habe ich auch eben schon sehr, sehr lange, bestimmt 10 Jahre oder sowas. Und natürlich sind in dieser Zeit auch mal Nadeln gebrochen, weil wenn man sich draufsetzt, dann, wenn die auf dem Sofa liegen, kann es schon mal sein, dass man eine aus Versehen bricht. Oder zum Beispiel habe ich auch eine Lieblingsnadelstärke. Das sind so, ich würde sagen, also ich stricke eher mit dünneren Nadeln und mit dünnerem Garn, und so 5, 6, 7 Nadeln, das kommt bei mir nicht so oft vor. Das heißt, diese Nadeln benutze ich wirklich nicht so oft. Trotzdem habe ich sie, weil sie einfach im Set dabei waren. Das finde ich auch praktisch. Aber mit der Zeit musste ich mir eben noch Nadelspitzen von den dünneren Stärken nochmal nachkaufen, weil ich dann eben doch manchmal mehrere Projekte habe oder für dasselbe Projekt mehrere Paare brauche an Nadelspitzen. Und ja, dann mit der Zeit weiß man dann auch, womit man am liebsten strickt und kann dann da eben hier ein bisschen mehr Geld ausgeben und da eben ein bisschen weniger und sich das so eben passend einrichten. Gutes Werkzeug ist eben sehr wichtig. Das erhöht den Spaßfaktor um sehr, sehr, sehr viel. Macht einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn man gutes Werkzeug hat. Jeder Handwerker wird euch das sagen. Jede Köchin oder Koch wird euch sagen, mit guten Pfannen und guten Kochlöffeln und auch mit gutem Gemüse kann ich viel besser kochen und viel besseres, leckereres Essen zaubern als mit Gemüse, das schnell verdirbt und einfach qualitativ nicht so hochwertig ist. Genauso ist es beim Stricken. Es lohnt sich, in sein Werkzeug zu investieren, und eben, es ist eine Investition. Das heißt, wenn ich lange stricke, wenn es ein Hobby ist, das ich über viele Jahre ausüben werde, dann amortisiert sich auf jeden Fall diese Investition der Stricknadeln. Es lohnt sich auf jeden Fall und zahlt sich dann auch mit der Zeit aus. Die Punkte, die ich gerade bei den Stricknadeln genannt habe, die lassen sich auch auf das Garn anwenden. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich eben mit Wolle oder Garn aus dem Bastelladen arbeite oder doch mit etwas raffiniertem, hochwertigerem, schönerem, verarbeitetem Garn arbeite. Und ich finde, da lohnt sich das auf jeden Fall auch, wirklich zu überlegen, wie man sein Budget verteilt. Es ist auf jeden Fall möglich, etwas hochwertigeres Garn zu ergattern und seine Projekte so anzupassen, dass man wirklich mit schönem Garn stricken kann, aber nicht bei seinem Budget über die Stränge schlägt. Zum Beispiel empfehle ich euch, zu eurem Standard
oder Stamm-Wollgeschäft zu gehen und da die Rabatte auszunutzen. Alle Wollgeschäfte machen vor allem zum Saisonwechsel immer einen Schlussverkauf. Das heißt, Garne, die über den Winter nicht verkauft wurden, da kann man sich Wintergarne dann rabattiert oft kaufen, umgekehrt für den Sommer. Und ich finde es auch oft sinnvoller, im Winter Sommersachen zu stricken und im Sommer Wintersachen. Auch wenn es ein bisschen warm werden kann, wenn man im Sommer seinen dicken Winterpullover strickt. Aber ich möchte ja meine Sommersachen im Sommer tragen, deshalb macht es auch Sinn, die vielleicht im Spätwinter zu stricken, damit sie dann auch rechtzeitig bereit sind und nicht erst im August mit einem Sommertop anzufangen, weil dann ist der Sommer unter Umständen dann schon vorbei, wenn das Top dann fertig ist. Also nutzt die Rabatte von Wollgeschäften aus. Das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um sehr schöne, hochwertige Garne für einen kleinen Preis zu ergattern. Genauso Online-Shops machen auch regelmäßig Sales und Rabatte. Zum Beispiel der Shop Lieblingsgarn. Da gibt es auch regelmäßig Rabatte online von sehr, sehr schönen Garnqualitäten und da gibt es auch eine sehr große Auswahl. Wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest und dir meine Videos gefallen, dann klick auf den Link in der Infobox zum Shop Lieblingsgarn. Wenn du über diesen Link bei Lieblingsgarn dich mit schöner Wolle ausstattest, dann kannst du mich indirekt unterstützen und das würde mich sehr, sehr freuen. Eine andere Möglichkeit ist es auch, seine Projekte anzupassen. Zum Beispiel, wenn ich ein traumhaft schönes, etwas luxuriöses Garn gefunden habe, das aus Alpaka, Seide und Merino oder, ich weiß nicht, Mohair besteht, und der Strang, also die 100 Gramm, 20 € kosten, dann verstehe ich schon, dass man im ersten Moment schluckt. Ich würde behaupten, in den meisten Fällen ist das Garn den Preis auch wert, weil dahinter auch Handarbeit steckt, sehr, sehr oft, in den meisten Fällen. Und auch die Färbung oft von Hand gemacht ist und so weiter. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema, wofür ich auch nicht die größte Expertin bin, weil ich keine Färberin bin, keine Handfärberin. Aber über Garne habe ich bereits ein Video gemacht, über synthetische Garne und Naturfasern. Und das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr etwas mehr Faserkunde erlernen wollt. Dann lade ich euch ein, dieses Video zu schauen. Auf jeden Fall kommen einem solche Stränge schon öfters über die Quere. Das ist jetzt ein lustiger Satz, komischer Satz. Aber es kann schon passieren, dass man für 20 € eben einen Strang findet, der traumhaft schön gefärbt ist, aus Seide, Merino und Mohair besteht und man da schwach wird und sich unbedingt gerne was draus stricken möchte. Ich kann verstehen, dass es im ersten Moment ein bisschen teuer scheint, aber es muss ja dann auch nicht direkt ein Winterpullover draus gemacht werden. Was man dann machen kann zum Beispiel, ist sich ein Garn mit einer guten Lauflänge, das heißt eher ein dünnes Garn, zu kaufen, wovon ich dann auch nicht so viel brauche, um ein komplettes Kleidungsstück zu stricken. Das heißt ein Garn mit einer sehr hohen Lauflänge, davon brauche ich unter Umständen nur 100 Gramm, vielleicht auch 200 Gramm maximal, um einen Sommertop zu stricken oder ein Sommershirt. Für ein Cardigan kann es dann auch sein, dass dann auch schon 300 Gramm reichen, wenn das Garn eben eine sehr lange Lauflänge hat. Und so kann man sich das eben zurecht machen und einen guten Kompromiss finden zwischen einem sehr luxuriösen Garn, das vielleicht etwas teurer ist, aber dafür ein Projekt aussucht oder sich selbst ein Projekt ausdenkt, das eben nicht so viel Garn verschluckt. Ein ganz wichtiger Punkt für mich auch beim Wolle kaufen ist, dass ich sehr viele Stunden in die Herstellung und in mein Hobby stecken werde. Deswegen ist es wichtig für mich, mir da auch was zu gönnen und nicht nur zu gönnen, sondern meine eigene Zeit auch zu schätzen. Das heißt, wenn ich 50 Stunden an einem Pullover stricke, dann möchte ich auch diese Zeit mit einem schönen Garn verbringen, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, mit dem ich einfach arbeiten kann und wo das Resultat dann auch am Ende auch gut aussieht, weil wenn das Resultat mir dann nicht gefällt, einfach nur weil ich ein billiges Garn, ein unschönes Garn genommen habe, ist es ja auch meine Zeitverschwendung. Zum Beispiel, wenn ich einen Colorwork-Pullover stricken möchte, ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein Garn zu kaufen, bei dem das Muster dann auch schön zur Geltung kommt und wo die Farben dann auch so ein bisschen ineinander verschwimmen im besten Fall und nicht ein Garn zu kaufen, das vielleicht etwas billiger ist, aber gar nicht passend ist für einen Colorwork-Pullover und die Farben dann auch nicht so schön zusammenspringen und zusammenspielen und auch nicht so ins Auge springen. Das wäre auf jeden Fall schade um meine Zeit.
Und ich versuche das immer so vor mir zu rechtfertigen. Andere Menschen kaufen sich vielleicht ein Feierabendbier und geben da jeden Tag ein paar Euro aus oder kaufen sich jeden Tag einen Döner oder gehen halt auswärts essen oder sowas. Ich rechne stattdessen in Wollknäueln. Ja, ich kaufe mir halt kein Feierabendbier oder sonst kein Alkohol oder es gibt Dinge, für die ich gar kein Geld ausgebe und stattdessen lieber in mein Sparschwein für Wolle tue, wenn ich eins hätte. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Außerdem ist auch kein Hobby wirklich gratis, außer vielleicht Spazieren, aber selbst zum Spazieren braucht man auch Schuhe und eine Jacke bei diesem Wetter hier. Ja, zum Beispiel, wenn ich mit irgendeinem Sport anfangen will, sei es jetzt in meinem Fall zum Beispiel Kampfsport, weil ich Kampfsport mache, brauche ich auch Kampfsportanzüge und auch einen Mundschutz für die Zähne, damit man sich die Zähne nicht verletzt. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Viel mehr braucht man dann eigentlich auch nicht, weil da ist man auch barfuß beim Kampfsport. Oder wenn jemand halt gerne joggt und laufen geht, dann braucht man halt gute Laufschuhe. Und ja, gute Laufschuhe kann bestimmt 100 Euro kosten. Ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr noch andere, ich weiß nicht, sportliche oder andere Arten von Hobbys? Die sind ja auch nicht kostenlos, da braucht man auch die passende Ausstattung dafür. Und genauso ist es beim Stricken. Und ich glaube, beim Stricken schneidet es im Vergleich nicht so schlecht ab. Außerdem ist es ein produktives Hobby, bei dem man am Ende auch ein Kleidungsstück hat oder irgendeinen anderen Gegenstand, den man dann auch verwenden kann und aus dem man auch einen Nutzen zieht. Das heißt, das Geld verschwindet nicht einfach so, wie wenn man zum Beispiel eben Zigaretten raucht oder ein Bier trinkt. Dann, ja, würde ich sagen, löst sich das Geld ein bisschen in die Luft auf. Und das tut es beim Stricken auf jeden Fall nicht. In die Waage von meinem Hobby Stricken möchte ich auch noch Bücher und Anleitungen reinlegen. Es gibt also die Möglichkeit, sich einzelne Anleitungen, zum Beispiel auf Ravelry oder auf Webseiten von Strickdesignerinnen zu kaufen oder auch Zeitschriften, zum Beispiel einfach im Kiosk, ganz traditionell und altmodisch. Gibt es da die Verena und weiß ich, was es da noch so gibt, die Landlos, da gibt es auch Anleitungen drin. Naja, ihr wisst es vielleicht besser als ich. Auf jeden Fall kann man sich Zeitschriften kaufen und dann gibt es auch Bücher. Bücher sind auch eine tolle Quelle, tolle Ressource, um sein Stricken zu verbessern, auf ein anderes Level zu bringen. Und da gibt es eine ganze große Vielfalt an Büchern. Ich begrenze mich jetzt auf Bücher, wo man auch Designs findet, also Anleitungen auch drin findet. Das möchte ich auch in die Waage legen und es lohnt sich dafür auch ein Budget zu haben, beziehungsweise das in sein Budget einzukalkulieren. Auf Ravelry zum Beispiel gibt es sehr viele kostenlose Anleitungen, aber es gibt eben auch, wie ich zum Beispiel, ich biete auch Anleitungen zum Verkauf an, zum Beispiel von diesem Cardigan, den ich gerade trage, das ist der Mariposa Cardigan und auch das Top, das ich drunter trage, das Cerise Top. Für diese beiden Kleidungsstücke habe ich Anleitungen und in Form von einem Design, einer PDF-Datei auf Ravelry und auf meiner Webseite und das machen noch viele andere. Es gibt aber auch kostenlose Anleitungen und ich habe sowohl von kostenlosen als auch von bezahlten Anleitungen gestrickt. Ich kann verstehen als Anfängerin, also damals, als es auch erst so anfing mit Internet und ich glaube die Drops-Webseite und auch auf Ravelry oder zum Beispiel Pearl Soho ist auch eine Webseite, wo man kostenlose Anleitungen findet, direkt auf der Website. Also man kann da meistens nichts runterladen, sondern liest dann einfach direkt auf der Website mit. Und das habe ich als Anfängerin auch sehr viel genutzt. Das ist sehr gut, hilfreich, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in der Qualität von einer Anleitung, wenn die kostenlos ist oder wenn man dafür bezahlt. Für eine bezahlte Anleitung, man hat auf jeden Fall was dafür. Normalerweise, es kann natürlich sein, dass man manchmal einen Reinfall hat, aber in der Norm ist es schon so, dass die Anleitungen auch ihren Preis wert sind, denn als Person, die auch solche Strickanleitungen macht, weiß ich, was dahinter steckt und wie man da auch was da rein investiert, damit man auch ein qualitativ hochwertiges Produkt hat. Aber ja, wie der Preis von Anleitungen entsteht, Strickanleitungen, darüber können wir vielleicht mal in einem anderen Video sprechen. Auf jeden Fall gibt es eben diese Möglichkeit und ich empfehle beides zu machen. Also kostenlose Anleitungen sind schon praktisch, können auch einen weiterbringen und Anleitungen, die was kosten, sind viel besser, aber können auch ein bisschen, ich kann verstehen, dass man denkt, 10 Euro für eine Anleitung, für eine Strickanleitung, das ist viel Geld, aber man darf nicht vergessen, dass man da Wissen kauft und
man kauft da wie einen Workshop fast. Das ist halt, ich kaufe einen Workshop, um ein bestimmtes Kleidungsstück herzustellen oder herstellen zu lernen. Und oft ist in den Anleitungen sind auch Videos mit integriert und man wird wirklich an der Hand genommen, wie man eben dieses oder jenes Kleidungsstück strickt. Deswegen lohnt sich das da schon, diese Investition zu machen, finde ich. Und Ravelry bietet auch wirklich sehr viele Informationen, dass man sich sicher ist, möchte ich diese Anleitung kaufen, bevor ich sie kaufe. Das heißt, auf dem Profil von jedem Design findet ihr alle Eckdaten. Ihr findet auch eine Beschreibung, ihr findet die ganzen Größen, welches Garn brauche ich dafür, welche Maschenprobe und so weiter. Das heißt, bevor ich eine Anleitung auf Ravelry kaufe, so eine einzelne Anleitung für 10 Euro zum Beispiel oder manchmal auch mehr, schaue ich auch wirklich, passt diese Anleitung zu dem Garn, das ich habe. Ich mache meine Maschenprobe und ich habe genug Informationen, werden bereitgestellt, dass ich, bevor ich die Anleitung kaufe, entscheiden kann, passt das überhaupt, möchte ich das wirklich machen und wird das funktionieren. Und das ist, finde ich, ein Riesenvorteil, den Ravelry bietet. Und ich habe auch gehört, ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Schnittmuster beim Nähen viel, viel teurer sind, dass man für ein Schnittmuster zum Nähen locker 20 Euro ausgibt. Und da finde ich Strickanleitungen schneiden da ja schon günstig ab. Und ich habe auch gehört, dass Häkelanleitungen auch noch viel teurer sind als Strickanleitungen. Also ja, ich finde, man könnte die Preise sogar ein bisschen erhöhen. Aber gut, das wäre noch ein anderes Thema. Wo man auch noch Anleitungen findet und Informationen, um aus seinem Material auch was kreieren zu können, sind Bücher. Und ich finde, Bücher sind wirklich eine tolle Investition. Erstens gibt es in Büchern auch oft so ein bisschen Storytelling. Das heißt, der Autor, die Autorin wird erzählen, was das ganze Konzept ist von dem Buch, welche Geschichten stecken dahinter, welche Traditionen. Das finde ich auf jeden Fall immer schön und hat auch einen Unterhaltungswert und so einen Wohlfühleffekt, so ein viel gut Content. Um meinen Punkt mit den Büchern etwas zu veranschaulichen, habe ich jetzt einfach mal eines meiner ganz dicken Strickbücher geholt. Das ist The Vintage Shetland Project von Susan Crawford. Das ist ein super schönes Buch mit ganz vielen Shetland, Colorwork, Fair Isle Designs, könnte man sagen. Kann man Fair Isle dazu sagen? Es gibt ja da so bestimmte Kategorien und Stricktraditionen. Und ich habe mir zum Beispiel das hier gestrickt, das Design Jule. Und das ist ja ein super dickes Buch, ein sehr schönes Buch, mit dem ich mich gerne aufs Sofa setze und da einfach blätter und es mir gut gehen lasse und meine Lieblingslektüre genieße. Das heißt Stricklektüre. Ich lese auch noch andere Sachen, aber ja, ich glaube, ich habe schon sehr viele Strickbücher und Stricklektüre. Auf jeden Fall lohnen sich solche Bücher, denn in diesem Buch sind einige Anleitungen. Ich weiß nicht wie viele, aber da sind schon ziemlich viele Designs drin. Also ich rate einfach mal, da sind so 40 Designs drin ungefähr. Dieses Buch hat schon 50 Euro gekostet. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es ein teures Buch ist, weil schaut euch nur, das ist kiloschwer und es ist einfach ein sehr schönes Buch. Es ist sehr schön gemacht, die Seiten sind sehr schön. Es ist einfach ein wertvolles Objekt und deswegen finde ich das auch gar nicht so teuer. Und wenn da jetzt wirklich, sagen wir, 40 Anleitungen drin sind und dann könnt ihr einfach selber ausrechnen, wie viel die einzelne Anleitung kostet. Wenn ich ca. 40 oder 50 Euro dafür ausgegeben habe, dann ist die einzelne Anleitung dafür gar nicht so teuer. Und zum Beispiel in diesem Buch, weil es ja ein Colorwork-Buch ist, also hier gibt es auch noch ganz viel Storytelling und ganz viel historischen Hintergrund. Das ist auch super wertvoll. Also da hat sich die Autorin Zeit genommen, ist in Museen gegangen, hat sich vor allem das Besondere oder das Schwierige auch an Artefakten von Kleidungsstücken ist ja auch, dass sie sich zersetzen. Vor allem damals hat man ja auch Kleidungsstücke noch aus Naturfasern gemacht, fast ausschließlich vor der Industrialisierung, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir da auch gar nicht so viele Überreste von Kleidung und deswegen ist es auch so wertvoll, wenn da jemand hingeht, einem so einen historischen Überblick geben kann. Das ist eben dieser Jule-Pullover, den ich gestrickt habe, der ist eben inspiriert. Das ist jetzt nur aus dem Gedächtnis von einem Piloten, war das, glaube ich, aus, ich weiß nicht welchem Krieg, Erster, Zweiter Weltkrieg oder so, der eben immer diesen Pullover getragen hat beim Fliegen während des Krieges. Und dieser Pullover hat ihm sozusagen das Leben gerettet. Ja, das fand ich eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall, das sind eben solche Sachen, die kriegt man nur in solchen Büchern. Ja, schaut euch nur diese Fotografien an. Also das bekommt man jetzt in so einer einzelnen Anleitung und in einer kostenlosen Anleitung schon mal gar nicht.
Deswegen, ja, das macht auch einfach Spaß, so ein Ding zu haben. Und was ich eben sagen wollte, ist, dass es für diese Colorwork Designs, genau, das ist der Jule, den ich gestrickt habe in etwas anderen Farben. Genau, und ihr habt für jedes Design auch die ganz genauen Charts, also die ganz genaue Strickschrift, je nach Größe und wirklich Masche für Masche, welche Farbe, welches Garn ich wie stricke. Und das ist schon sehr, sehr viel wert. Das findet man auch in Anleitungen auf Ravelry, die man einzeln kaufen kann. Gibt es auch Designerinnen, die das machen, die Colorwork machen und das machen. Ich habe das auch für meine Mützen, Wintergarten und Winterblume. Kommen wir zum Punkt. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ein Buch auf jeden Fall eine Investition ist. Es lohnt sich, wenn euch wirklich eine bestimmte Art des Strickens, also in diesem Fall Colorwork, ich wollte da einsteigen. Ich habe aus diesem Buch 2 Sachen gestrickt. Das kann man sich ja auch zum Beispiel vornehmen, dass man wirklich genau überlegt, möchte ich dieses Buch, werde ich daraus stricken, gefallen mir da mehrere Designs. Ihr könnt ja auch eine Regel aufstellen, ich möchte mindestens 25% der Designs, die in diesem Buch sind, stricken und dann lohnt sich das ja auch schon. Wie man auch noch günstig an Bücher kommen kann oder an Zeitschriften ist über eBay, Kleinanzeigen oder auch über so Nachbarschaftswebseiten wie zum Beispiel Nebenan. Da gucke ich gerne mal drauf und ich bin mir sicher, wenn ihr da so postet, hallo, ich suche Zeitschriften über Stricken. Ganz, ganz sicher werdet ihr Antworten bekommen, so, hi, ich habe da noch 10 Zeitschriften im Keller. Man muss auch nicht immer die neuesten Sachen und die neuesten Bücher kaufen. Klar sind heutzutage Anleitungen, vor allem so einzelne Anleitungen auf Ravelry oder wie ich sie eben schreibe, komplett anders, als ich angefangen habe zu stricken. Die Anleitungen in Zeitschriften waren damals wirklich nur so, ich weiß nicht, 100 Wörter. Und heutzutage wird man wirklich Reihe für Reihe für Reihe, bekommt man das ja wirklich ganz genau erklärt. Ja, das Tolle ist eben auch heutzutage, dass man sehr viele kostenlose Ressourcen hat. Also es gibt ja auch sehr viele Tutorials auf YouTube, die euch helfen können, stricken zu lernen, aber auch euch was selber einfallen zu lassen. Das ist ja auch das, was ich auf meinem Channel versuche zu vermitteln, dass man nicht unbedingt alles nach Anleitung machen muss, nicht jedem Trend folgen muss, sondern ihr könnt in den Wollladen gehen und zum Beispiel alle Resteknäuel kaufen oder selber zu Hause mit euren ganzen Resten etwas richtig Tolles zaubern und da kommt ihr auf jeden Fall auch günstig weg. Zum Beispiel könnt ihr mein Tutorial zu dem Cardigan Folie Bleu anschauen. Da habe ich nur aus Resten gestrickt. Ich habe ein bisschen was dazu gekauft, damit es nicht ganz so crazy wird. Aber es war auf jeden Fall ein tolles Projekt und ich bin da ganz günstig weggekommen. Und ja, es hat in mein Budget gepasst. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, bevor ich zum detaillierten Kassensturz komme über meine persönlichen Strickfinanzen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich ein Kleidungsstück selber herstelle. Ich habe ein komplettes Video gemacht über das Thema Ethik, Stricken und Nachhaltigkeit. Ich lade dich ein, dieses Video zu schauen. Und hier möchte ich einen besonderen Punkt hervorheben. Ich würde behaupten, es ist nachhaltiger, seine Kleidung selbst herzustellen. Denn erstens weiß ich, wo das Garn herkommt im besten Fall. Ich kenne die Garnzusammensetzung. Ich kann darauf achten, dass es im besten Fall ein biodegradables Garn ist. Das heißt ein Garn, das sich in der Natur zersetzt, das aus Naturfasern hergestellt wurde und im besten Fall den kleinsten Impact, also die geringsten negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Es eben eher vermeide, mit einem synthetischen Garn zu stricken, das höchstwahrscheinlich Mikroplastik verursacht und dann in unserer Nahrungskette landet. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt beim Stricken. Ich weiß ganz genau, woraus meine Klamotten bestehen, wie habe ich die gemacht, woraus besteht der Stoff, den ich selber stricke, das Material. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, ein großer Vorteil und das können nicht viele Menschen von sich behaupten. Ich habe so den Eindruck in der allgemeinen Gesellschaft, dass fast niemand sich wirklich Gedanken macht, was sie da auf der Haut tragen. Und das, was ich auf der Haut trage, ich meine, meine Haut hat ja auch Poren, also meine Haut ist ja nicht komplett undurchlässig. Also wenn ich giftige Sachen auf der Haut trage, dann landet es ja auch in meinem Organismus. Und ja, wenn ich Wolle trage von einem Schäfer aus Brandenburg oder aus
Norddeutschland oder wo auch immer, oder meinetwegen aus Spanien oder auch Südamerika. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Wolle, das ist ein natürliches Material und da sind im besten Fall keine Chemikalien drin. Zum Preis-Leistungs-Verhältnis möchte ich in diesem Zusammenhang sagen, dass beim Stricken man vielleicht im ersten Moment denkt, oh, ich habe jetzt 100 € für meine Wolle ausgegeben, um diesen Pullover zu stricken. Also ich meine, ein Markenpullover kann auch locker 100 € kosten, erstens. Meistens sind die Kleidung, die in Massenherstellung hergestellt wurden, einfach qualitativ nicht so hochwertig. Das heißt, nach ein paar Wäschen gehen die dann auch kaputt. Ja, da muss man sich wieder jedes Jahr einen neuen Pullover kaufen, jedes Jahr 100 €. Das summiert sich ja dann auch. Während, wenn ich mir meine Pullover selber stricke und vielleicht 100 € einmal für Wolle ausgebe und den Pullover aber 10 oder 20 Jahre später immer noch trage, dann ist dieser Pullover im Endeffekt viel, viel günstiger. Ich übertreibe auch nicht mit 10 oder 20 Jahren. Meine Stricklehrerin hatte wirklich Pullover, die sie 40 Jahre lang getragen hat. Und ich selber stricke auch erst lang genug, dass ich auch sagen kann, dieses Teil habe ich vor 10 Jahren gestrickt, dieses Teil habe ich vor 15 Jahren gestrickt und ich trage das immer noch. Und ich bekomme da auch ein ganz schönes Staunen, so, das sieht ganz normal aus, das sieht überhaupt nicht abgenutzt oder ja, es sieht einfach wie neu aus. Dazu sagt man auch Price per Wear, also Preis pro Trageeinheit. Das heißt, wenn ich kalkuliere, ich trage meinen Pullover 10 Jahre lang und ich trage den auch jede Woche, einmal die Woche, dann kann ich ja zusammenrechnen, wie oft habe ich den Pullover getragen und wie viel habe ich für diesen Pullover oder jetzt in dem Fall für das Material ausgegeben. Dann kommt eine sehr kleine Summe heraus bei dem Preis pro Trageeinheit. Während, wenn ich halt Kleidungsstück aus der Massenproduktion, Fast Fashion oder so kaufe und ich vielleicht nur 20 € für den Pullover ausgegeben habe, aber den Pullover eben nur 5-mal trage, weil er nach der 5. Wäsche dann kaputt gegangen ist und die Nähte kaputt gehen und da Löcher drin sind und das Material schon langsam durchsichtig wird, weil es so schlechte Qualität ist, dann ist der Preis pro Trageeinheit viel, viel höher und ich produziere auch sehr viel Müll, was unsere Umwelt verschmutzt und im Endeffekt ist es viel teurer. Also da beißen wir uns halt selber ein bisschen in den Schwanz, weil wir denken, ich gebe jetzt erstmal wenig Geld aus, aber im Endeffekt wird die ganze Sache eben viel teurer, nicht nur für den eigenen Geldbeutel, sondern auch für den Planeten. Außerdem kommen dann auch die Herstellungskosten obendrauf. Das heißt, wenn ich einen Pullover selber herstelle, ich weiß, ich habe das Teil mit meinen eigenen Händen gemacht, ich weiß, wie viel Aufwand, wie viel Mühe dahinter steckt und auch das Know-how, das dahinter steckt, das wird nämlich ganz, ganz oft vergessen, finde ich. Das ganze Wissen und die Skills, die Fähigkeiten, die muss man sich ja auch erstmal aneignen, dass man einen Colorwork-Pullover überhaupt stricken kann. Das spielt dann auch nochmal eine Rolle, wo dann auch keine Umweltverschmutzung passiert oder auch keine Ausnutzung von Arbeitskräften in irgendwelchen anderen Ländern, sondern ich weiß, ich habe diesen Pullover selber hergestellt. Ich habe das ganz gemütlich auf meinem Sofa gemacht, mit meiner eigenen Zeit. Ich habe das genossen, ich hatte Spaß daran. Es hat eine positive Auswirkung auf meine mentale Gesundheit. Ich meditiere gleichzeitig, wie ich meinen Pullover stricke und niemand hat darunter gelitten, für mich Klamotten herzustellen. Und das ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr viel wert und lohnt sich auf jeden Fall in das Budget mit einzurechnen. Ich glaube, ich habe einen sehr schönen Überblick gegeben über alle Posten, die eben beim Stricken entstehen, wofür man eben Geld ausgeben kann, wie man das vielleicht machen kann und welche Argumente, welche Punkte man vielleicht bedenken kann, bevor man Geld ausgibt, damit man eben so viel hat von seinen Finanzen wie möglich, damit man Spaß dran hat und so einen guten mittleren Weg, einen guten Kompromiss findet für seinen Geldbeutel, aber auch, dass es sich lohnt, die eigene Zeit und ja, dass es Spaß macht. Weil im Endeffekt geht es ja um den Spaß, soll es auch Spaß machen und dass das Resultat dann auch am Ende einem gefällt und auch seinen Nutzen hat. Wenn euch noch weitere Argumente oder Aspekte einfallen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich zoome jetzt mit euch in meinen Bildschirm und wir schauen uns zusammen meine Einnahmen- und Ausgabentabelle vom Jahr 2023 an. So, da sind wir nun auf meiner Einnahmen- und Ausgabentabelle von 2023. Das war das erste Jahr, in dem ich eine Einnahmen- und Ausgabentabelle gemacht habe, weil ich da eben etwas seriöser mir vorgenommen habe, Anleitungen zu
herzustellen, zu designen und zum Verkauf anzubieten. Diese Einnahmen-Ausgaben-Tabelle ist nicht exakt präzise, das heißt, es kann sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz genau zusammengerechnet habe oder Fehler sind, weil es mir einfach nicht so wichtig war, auf den Cent genau das zu machen. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, dass ich ein schönes Minus habe und das liegt daran, dass ich 2023 auf dem Barcelona Nits Festival war und da eben, das muss wahrscheinlich dieser Posten hier sein, nein, dieser hier unten, weil ich da ungefähr 300 Euro für Wolle ausgegeben habe und ich 1,5 Jahre später immer noch Garn vom Barcelona Nits Festival habe. Das heißt, ich habe mir da einen Vorrat gekauft, der jetzt immer noch anhält und über den ich froh bin und den ich nicht noch weiter ausweite, denn mein Plan für 2025 ist, mir gar keine Wolle zu kaufen, beziehungsweise nur ein einziges Mal für ein Design, das ich gerne machen möchte. Ihr bekommt auch diese Einnahmen-Ausgaben-Tabelle von 2023 zu sehen, weil ich euch nicht meine aktuellen Betriebsgeheimnisse verraten möchte. Ihr könnt also sehen, dass ich Einnahmen aufgeteilt habe und Ausgaben. Wolle habe ich also 2023 ziemlich viel gekauft und ausgegeben und wie gesagt habe ich heute immer noch was davon. Deswegen kann ich dieses Jahr besonders sparsam sein. Und Einnahmen an Wolle, hier steht 30 Euro, wahrscheinlich weil ich eben Garn gesponsert bekommen habe für ein Design oder ähnliches oder Garn zugesendet bekommen habe. Ravelry-Einnahmen von meinen Anleitungen habe ich ca. 300 Euro Einnahmen gemacht, was wirklich nicht viel ist. Und die Ausgaben von Ravelry sind die Gebühren, die man auf Ravelry immer zahlen muss, wenn man eben Anleitungen verkauft. Materialkosten, das heißt zum Beispiel Nadeln oder Maschenmarkierer oder ein Lineal, um die Maschenprobe zu messen. Ja, so kleine Accessoires, die einfach anfallen, aber da muss ich sagen, bin ich auch besonders sparsam. Ich brauche keine 10 Projekttaschen, ich brauche keine Maschenmarkierer, die besonders toll dekoriert sind. Oder ich stehe einfach nicht auf so fancy Accessoires zum Stricken. Andere vielleicht schon. Wenn du darauf stehst, dann freue ich mich auch für dich. Aber da würde ich einfach schon in Betracht ziehen, dass man an diesem Posten auf jeden Fall sparen kann und eben nicht alle Accessoires und nicht alle Gadgets zum Stricken braucht. Und ich da auf jeden Fall eher reduziert bin. Aber das war schon immer so. Genau, ich stehe einfach nicht auf so Schnickschnack und so Staubfänger. Das sind aber persönliche Präferenzen. Auf jeden Fall kann man dabei auch auf jeden Fall Geld sparen. Was bei mir jetzt noch ein größerer Posten ist, ist eben das Tag-Editing. Das ist sozusagen die Qualitätskontrolle und das Ausrechnen von allen Größen für die Anleitungen. Ich habe also mehrere Designs gemacht 2023 und die Tag-Editor, die für mich arbeitet, mit der ich zusammenarbeite, die stellt eben ihre Rechnungen, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist und das ist eben eine schöne Investition. Und wie ihr seht, habe ich hier 300 Euro bei Ravelry an Anleitungen verkauft und ja, das heißt, ich habe ungefähr ziemlich genau die Kosten gedeckt von dem Tag-Editing, aber mit den ganzen Gebühren hier. Eine Besonderheit, die ihr als Strickerinnen, die keine Designs macht, nicht habt. Diese Spalten fallen für euch schon mal weg. Aber ja, das ist vielleicht schon auch eine interessante Information für euch zu wissen. Und ich hatte ganz gute Einnahmen von Übersetzungen, die ich gemacht habe, weil ich eben Strickanleitungen für andere Designerinnen übersetze. Und diese Übersetzungen haben mir eben geholfen, auch die Kosten vom Tag-Editing zu decken. Das ist eben aber auch eine Besonderheit bei mir, die die meisten wahrscheinlich nicht haben. Aber mein Ziel war es auch mit YouTube, dass ich schaffe, dass sich mein Hobby selbst finanziert und die Übersetzungen haben auf jeden Fall geholfen, einen Teil der Ausgaben für Wolle hier zu decken. Bei YouTube habe ich eben auch kleine Einnahmen gemacht, habe ich fast 200 Euro in 2023 verdient. Und dann habe ich hier noch den Posten für Bücher
Bei Ravelry, hier trage ich normalerweise auch Anleitungen ein, wenn ich dann welche gekauft habe. 2023 habe ich auf Ravelry keine Anleitungen gekauft, sonst würde das hier auch noch auftauchen. Und dann hier noch für Bücher habe ich 2023 auch ein bisschen Geld ausgegeben. Und ich habe auch ein bisschen Spenden bekommen. 3-mal von 3 Zuschauerinnen habe ich Spenden bekommen. Das heißt, ihr denkt vielleicht, weil ich in vielen Videos am Ende sage, ich würde mich über eine Spende freuen, dass ich vielleicht jedes Mal ganz viele Spenden bekomme. Aber wie ihr seht, sind Spenden eher ziemlich rar. Sehr, sehr selten bekommt man eine Spende. Lovecrafts ist eine andere Plattform, ähnlich wie Ravelry, wo man auch Anleitungen verkaufen kann. Aber da bin ich auch kaum aktiv. Da habe ich nur 2 Anleitungen drauf und habe eben auch ein paar Euro da verdient. Genau, meine Website kostet mich auch was. Jedes Jahr, da habe ich 220 Euro für meine Website. Ich habe sie nämlich Ende 2023 eingerichtet und das hat sie mich eben gekostet. Das kostet sie circa jährlich, mittlerweile ein bisschen mehr als 220 Euro. Und das sind eben alle meine Ausgaben und Einnahmen von 2023. Das sind also Dinge, die man berücksichtigen kann. Und ich empfehle euch auch, so eine Einnahmen-Ausgaben-Tabelle zu machen, selbst wenn ihr kein Kleinunternehmen oder Unternehmen habt. Für das Stricken trotzdem kann es nützlich sein, um sich einen Überblick zu verschaffen und zu überlegen, möchte ich vielleicht für Wolle weniger ausgeben und dafür lieber ein bisschen mehr bei Büchern investieren? Möchte ich auf Ravelry mehr unabhängige Designerinnen unterstützen und vielleicht weniger Bücher kaufen und stattdessen statt die 50 Euro, die ich eigentlich als Budget für Bücher habe, möchte ich davon 25 vielleicht auf Ravelry ausgeben für Anleitungen oder möchte ich vielleicht den Content Creators über Handarbeiten etwas spenden. Das sind so die Einnahmen und Ausgaben, die ich habe als Mikrounternehmerin und eben auch als ganz normale Strickerin für mein Hobby. Die Endrechnung hier habe ich ganz grob geprüft, also es stimmt wie gesagt nicht ganz genau und ich habe circa dieses Minus generiert. Das lag aber wie gesagt daran, dass ich auf dem Barcelona Knits Festival war und da habe ich auch wirklich nur die Wolle eingezählt, weil theoretisch, ich habe einfach in Barcelona Urlaub gemacht, aber theoretisch könnte man das auch als Geschäftsreise betrachten und dann hätte ich ja noch Flüge und alles Mögliche noch dazu hier berechnen müssen, aber das mache ich jetzt nicht, weil es auf jeden Fall auch eine Spaßreise war. Ich hoffe, dieser Überblick hat euch ein bisschen geholfen, meine Aussagen zu untermauern und ein bisschen besser nachzuvollziehen, schwarz auf weiß, wie das so im Geldbeutel aussieht. Ihr könnt sowas gerne für euch selber privat auch machen, um euch einen guten Überblick zu verschaffen. Eine meiner Motivationen war es eben, dass sich mein Hobby selbst finanziert. 2023 habe ich das nicht geschafft, 2024 schon. Da habe ich kein Minus gemacht, aber im Endeffekt muss ich ja auch das Minus von 2023 wieder aufholen. Das heißt, dass es sein kann, dass ich jetzt gerade insgesamt, wenn ich über alle Jahre zähle, ungefähr bei 0 stehe. Ja, vielleicht wird da in ein paar Jahren mal ein Plus stehen von ein paar 100 Euro. Das wäre auf jeden Fall schön. Weiter geht's mit dem Video. Kommen wir zum Fazit von diesem Video. Stricken ist auf jeden Fall ein bezahlbares Hobby. Ich finde, dass es für jeden Geldbeutel geeignet ist. Es kommt darauf an, wie man es eben gestaltet, wie man es in seinen Alltag integrieren möchte. Dann muss man dafür nicht überdurchschnittlich gut verdienen, sondern man kann auch einfach ein ganz normaler Mensch sein mit einem ganz normalen Durchschnittseinkommen oder auch weniger und Handarbeiten in sein Leben zu integrieren. Es geht darum, dieses Hobby für einen passend zu gestalten. Es ist ja auch manchmal eine zeitliche Frage, wie viel ich in dieses Hobby investieren möchte. Ich sehe Stricken und Handarbeiten aber insgesamt wie eine Investition, um meine Kreativität auszuleben. Ich finde, kreative Menschen sind glücklicher als nicht kreative Menschen, beziehungsweise ich glaube, alle Menschen sind kreativ. Das macht uns als Menschen, glaube ich, aus. Aber Menschen, die ihre Kreativität ein bisschen ausleben, sind auf jeden Fall glücklicher, glaube ich, und ausgeglichener als Menschen, die ihre Kreativität gar nicht ausleben und vielleicht so sagen, ich bin gar nicht kreativ. Ja, vielleicht weißt du auch gar nicht, vielleicht bist du tatsächlich kreativ und hast es aber noch gar nicht gemerkt, bei was du kreativ bist. Auf jeden Fall finde ich nicht, dass es ein Luxushobby ist. Ich möchte nicht, dass es so vermittelt wird, als wäre es ein Luxushobby. Auf meinem Channel findest du nicht jede Woche neue Wolle.
Das heißt, wenn du diesem Eindruck entkommen möchtest, dass andere Strickerinnen sich jede Woche neue Wolle kaufen, bei mir findest du das nicht, also hinterlass mir gerne ein Abo, denn bei mir wirst du ganz viele kreative Momente sehen, sehr viel kreative Inspiration und ganz viele bunte Farben, die gute Laune machen. Stricken ist also kein Luxushobby. Wenn man in die Geschichte auch des Strickens reinguckt, dann finde ich das fast schon ein bisschen daneben zu sagen, dass es ein Luxushobby ist. Weil Stricken sehr viele Funktionen historisch erfüllt hat, die alles andere als luxuriös sind. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video, in dem ich mich ein bisschen mehr befassen möchte mit dem Thema, ist Stricken oder sind Handarbeiten insgesamt etwas Politisches? Und ja, sind sie auf jeden Fall. Das ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Wenn dich das interessiert, schreib das gerne in die Kommentare. Vielleicht hast du da auch schon ein paar Anhaltspunkte, die dich interessieren, die ich gerne aufnehmen kann in das Video und recherchieren kann. Auf jeden Fall ist Stricken für mich nichts Luxuriöses. Es ist eine Handarbeit, es ist ein Handwerk. Ich arbeite da mit meinen Händen und ich glaube, Leute, die zu viel von sich selber halten, die arbeiten nicht mit ihren Händen. Ich glaube, Menschen, die mit ihren Händen arbeiten, haben nicht so ein riesiges Ego, sondern ich glaube, Leute mit einem großen Ego würden eher herabschauen auf andere Menschen, die mit ihren Händen was machen. Naja, das ist vielleicht eine steile These, aber schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Nehmt es auch nicht so ernst. Auf jeden Fall habe ich mal einen Modedesigner, eine Doku über einen Modedesigner gesehen, der heißt Albrecht Ollendiek. Auf jeden Fall habe ich diese Doku von einer Zuschauerin hier empfohlen bekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn du dich erkennst. Ich habe diese Doku geguckt und dieser Herr Ollendiek, der sagt, auf Luxus steht meistens Luxus nicht drauf. Das heißt, da wo Luxus draufsteht, ist meistens kein Luxus drin. Auf jeden Fall finde ich, das Hobby an sich ist kein Luxushobby, aber das Resultat, was dabei rauskommt, ist schon Luxus. Das heißt, meine Kleidungsstücke, die ich mache, sind für mich ein Luxus. Ein Luxus in dem Sinne, dass ich hochwertige, schöne Kleidung habe, die mir passt, die mir gefällt, die ich selber gemacht habe und was da alles mitschwingt. Und das ist für mich auf jeden Fall Luxus. Das ist etwas, was nicht jeder hat, nicht jeder kann. Theoretisch kann es jeder kann stricken lernen. Eben, wie ich eben gesagt habe, stricken ist für jeden was. Aber nicht jeder macht es und deswegen ist es für mich Luxus. Also es ist für mich eher Luxus in dem Sinne, dass es etwas Originelles ist, was eher selten ist heutzutage. In einer anderen Epoche vielleicht nicht, aber heutzutage vielleicht schon. Und meine Kleidung ist für mich auf jeden Fall ein Luxus, denn es gibt nichts Schöneres und nichts Angenehmeres in meinem Alltag, als meine eigenen Klamotten tragen zu können. Da steht zwar nicht Luxus drauf in Form von irgendeiner fetten Marke, aber da ist auf jeden Fall Luxus drin. Also damit meine ich auch meine eigene Person, denn in diesen Klamotten bin ich ja da drin. Ich quatsche jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall fließt in meine Kleidung sehr viel Wertvolles, das heißt meine Zeit, meine Kreativität, meine Hingabe, meine Originalität und Individualität und deswegen würde ich meine Kleidungsstücke auf jeden Fall als Luxus-Kleidungsstücke bezeichnen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr über dieses Video gedacht habt, was euch dazu einfällt, ob ihr findet, dass Stricken ein Luxushobby ist oder nicht. Ihr könnt mich auch gerne kritisieren. Auf jeden Fall möchte ich euch bitten, mein Video zu teilen, denn in den letzten Monaten war der Algorithmus nicht so besonders unterstützend für meinen Kanal. Deswegen bitte ich euch, meine Videos zu teilen. Wenn sie euch gefallen, lasst einen Daumen hoch da, abonniert und teilt meine Videos. Der Algorithmus hat mich in den letzten Monaten nicht so sehr bevorzugt und das möchte ich ändern, das muss sich ändern und dafür bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Auch wenn euch meine Videos gefallen, dann zieht es vielleicht in Betracht, mir eine kleine Spende zu hinterlassen über meine PayPal. Ich bedanke mich sehr, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann hinterlass mir ein Hashtag Stricken mit Calypso in den Kommentaren und bis zum nächsten Video. Ciao!